Nadia, Greetings to Andromeda è stato ispirato dalla scomparsa del tuo caro marito Christophe Badou. È difficile non immaginare una connessione con il proprio dolore, con la sofferenza. È stato un processo doloroso fare il disco? Nein, eigentlich war es genau das Gegenteil. Also es war am Anfang besonders schmerzhaft. Ich konnte ja nicht arbeiten zu Beginn, also nach dem Tod. Ich war völlig gelähmt. Ich konnte auch nicht mehr singen, ich konnte auch nicht mehr Gitarre spielen. Ich war wie gelähmt. Und eigentlich, als ich dann angefangen habe, mich im Kopf wieder mit Musik zu beschäftigen und Requiem anzuhören aus der Klassik und dann die Idee hatte, hey, ich will ein Requiem schreiben, eigentlich ging es dann langsam schon etwas besser. Also der Prozess war eher heilsam, war ein heilender Prozess für mich und nicht so ein schwieriger Prozess. Also ich glaube, dass Kreativität und weißt du, Marco, Musik ist auch Handwerk. Du arbeitest mit den Händen. Und ich glaube, wenn du so traurig bist und ich konnte zum Beispiel keine Bücher lesen, das war mir zu intellektuell. Aber ich wollte immer mit den Händen etwas tun. Ich habe auch ganz viel gehämmert zu Hause in der Wohnung und so. Und dann habe ich dieses Harmonium gekauft. Und ich habe angefangen, Tasten ein bisschen zu lernen, weil das habe ich vorher nie gemacht. Und ich glaube, das Arbeiten mit den Händen, das war sehr auch heilsam. Also Musik ist auch ein Handwerk. Und das hilft, das hat mir sehr geholfen. Michel, come si fa a trasformare la struttura di un requiem classico in quella di un requiem rock? Ja, das ist jetzt sehr eine große Frage. Also ich glaube sicher mal mit viel Demut, weil die Tradition ist sehr groß und sehr alt. Was wir zuerst gemacht haben, wir haben wirklich auch Bücher gelesen in der Bibliothek, uns informiert, recherchiert, Inspiration gesucht. Es ist auch, wie soll ich sagen, man kann ja auch nicht die Regeln brechen, wenn man überhaupt keine Regeln kennt. Also ich denke, es war uns wichtig, die Tradition nicht einfach zu ignorieren. Und wir haben dann in den Büchern gewisse Strukturen, Rhythmen, Harmonien gefunden, die uns sehr gefesselt haben. Zum Beispiel bei Okechem. Auch bei unserem Album ist so, dass der erste und der letzte Song eine ähnliche Tonalität haben und auch die Ruhe und das Licht ausstrahlen in einer sehr hellen Tonart. Also wir haben sozusagen uns von der Dynamik und der Struktur vom Requiem inspirieren lassen, aber das Ganze natürlich nicht übernommen. Zum Beispiel ist ja auch der liturgische Text sehr fix und wir haben den natürlich gelesen, aber natürlich auch transformiert für unsere Zwecke, weil wir wollten hier keine liturgische Version machen, sondern eigene Ideen einbringen. Aber es ist sicher sehr viel, also das Bewusstsein war uns wichtig. Es gibt da eine riesige Tradition, die wir auch überhaupt nicht in der Lage sind zu überschauen, aber wir haben uns dann im Detail informiert. Wir haben sehr schöne Ideen gefunden in der Stimmführung, in wiederkehrenden Rhythmusstrukturen. Wir haben auch Motive, die immer wiederkehren auf dem Album, wenn man genau hinhört. Und viele Dinge, die wir vielleicht übernommen haben oder die uns inspiriert haben, werden die wenigsten wirklich so wahrnehmen. Oder vielleicht doch. Nadia, possiamo dire che quest'opera stimola una riflessione sul modo in cui la nostra società affronta la morte? Ja, also es war uns wirklich wichtig, jetzt auch bei der Inspiration aus dem klassischen Requiem. Wir wollten nicht nur ein düsteres Werk schaffen, weil ich glaube, dass gerade in der Schweiz jetzt die Leute schon ein bisschen Probleme haben so mit dem Thema Tod und Trauer und also man ist ja wirklich auch ein bisschen depro und in einer völlig anderen Situation als alle anderen Menschen. Man fühlt sich wie ein Alien. Und ich glaube, ich wollte schon auch textlich zum Beispiel Humor reinbringen. Ich glaube, Tod sollte nicht nur düster und schwer und traurig sein, sondern es ist manchmal einfach auch absurd. Es ist ein absurdes Lebensgefühl und manchmal ist es vielleicht sogar ironisch, tragisch, absurd und fast ein bisschen lustig, weil es ist so idiotisch, wie man sich fühlt und man hat so andere Dinge auf dem Radar, als wenn man nicht in Trauer ist.
Und ich glaube, dass das gibt in der Schweiz vor allem einen ziemlichen Graben zwischen Leuten, die in Trauer sind und nicht. Und für mich könnte sich das ein bisschen mehr überschneiden, dass die Leute, die mit dem Tod nicht so konfrontiert sind, nicht so Angst haben vor trauernden Menschen, sondern einfach neugieriger sind. Und es gibt halt nicht so viele Traditionen in der Schweiz. Oder wie zum Beispiel in der mexikanischen Kultur ist es ja wahnsinnig bunt und laut und voller Symbole und voller Feste. Und in der Schweiz ist es halt so, man bringt die Toten unter die Erde und dann lieber nicht mehr darüber reden. Und das finde ich nicht so gut. Darum, ich wollte eigentlich auch eine Platte machen, die Leute hören können und eintauchen auch ein bisschen wie in eine Märchenwelt. Und Märchen sind ja auch so ein bisschen creepy. Es hat so böse Geister und Dunkelheit. Aber in den Märchen hat es ja auch so kleine Helfer, so Fabelwesen, die einem helfen. Und ich glaube, so empfand ich das auch ein bisschen in der Trauer. Ich habe mir immer wieder so auch... Ich hatte natürlich 2 Kinder und die Kinder haben ja auch so diesen Ansatz, dass sie mit ihren Stofftieren spielen und ich habe mir ziemlich viel abgeguckt, auch aus der Kinderwelt. Und das ist auch in den Texten und in der Musik drin, finde ich. So mit den Instrumenten, die ein bisschen seltsam klingen. Michel, Greetings to Andromeda è un disco impegnativo da ascoltare. Siamo ancora educati all'ascolto di un intero disco, un doppio Album. Ich hoffe natürlich, dass schon. Natürlich ist ja eine große Diskussion immer über die Schnelllebigkeit und wie konsumiert wird, auch im Musikbereich. Es gibt sicher viel Veränderungen. Uns war jetzt natürlich in dem Fall das gesamte Album sehr wichtig. Wir wollten es auch nicht einfach zerstückeln und so, sondern dass die Leute sich zusammen auch mit dem Artwork hinsetzen können und das Ganze durchhören und in die Welt eintauchen. Wahrscheinlich war uns auch, oder nein, ganz sicher war uns auch ziemlich egal, was die Leute darüber denken werden. Also es war kein Versuch, was Zugängliches zu schaffen. Persönlich finde ich die Platte trotzdem emotional sehr zugänglich. Ja. Also ich finde, die Leute glotzen ja auch irgendwie 12 Episoden am Stück Netflix. Also das ist ja auch lang. Und ich finde, unsere Platte ist so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie so eine geile Serie. Es kommt einfach eine Episode nach der anderen. Jeder Song ist eine Welt für sich. Und ich finde, eigentlich ist die Platte total kurzweilig. Also das sagen auch die Leute nach den Konzerten, hey, ich sage dann immer, ja, ist schon ein bisschen lang, die Platte. Und die Leute sagen immer, hey, es war überhaupt nicht langweilig, es war mega spannend. Ich habe richtige Filme in mir gesehen. Und ich glaube, das können die Leute schon. Ich glaube, es ist einfach online, sind wir sehr kurzlebig, oder? Alles, was online passiert halt hier, das muss schnell gehen. Da haben wir keine Chance. Aber es war uns natürlich ein bisschen egal. Also, von mir aus könnte man an Ostern auch mal Cela hören, anstatt immer Brahms und Mozart-Requiem. Also warum nicht ein Cela-Requiem an Ostern und an Weihnachten mal zur Abwechslung? Da gehen die Leute, hocken ja auch im Konzertsaal und hören sich das an. Also das war ein bisschen mein Gedanke so. Nadia Zela, Michel Lehner, grazie mille. Grazie a te. Grazie mille.